In der Strukturpolitik geht es generell darum, die Wirtschaft so auszurichten, dass sie auf die Herausforderungen der Zukunft gewappnet sind. Das heißt, dass man antizipiert, wie die Wirtschaft in 20 Jahren aussehen wird. Ökologische Strukturpolitik bedeutet dann, dass wir uns auf die Ökologisierung der Wirtschaft, auf eine CO2-freie Wirtschaft, zum Beispiel auf eine Wirtschaft mit Kreislaufwirtschaft einstellen und dass wir heute in die Wege leiten, was in 20 Jahren erforderlich sein wird, um dann auch international wettbewerbsfähig zu sein. Die Arbeit, die wir jetzt verfasst haben, richtet sich ans BMZ, also an die Deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Und da geht es vor allem darum, dass die Entwicklungszusammenarbeit sich sehr viel stärker als bisher ausrichtet an diesem neuen Strukturwandel, auch in der Förderung der Wirtschaft in den Partnerländern. Dazu müssen einige Akzente anders gesetzt werden. Ein Akzent bezieht sich zum Beispiel auf die ökologische Steuerreform. Ökologische Steuerreformen sind zentral, damit sich die Wirtschaft ausrichten kann auf neue Preisverhältnisse. Aber in kaum einem Land wird dieser Prozess gefördert. Ein anderes ist ökologische Stadtentwicklung. Die Stadt der Zukunft muss ganz anders aussehen. Neue Baumaterialien, neue Architektur, neue Stadtplanung. Auch da tut die Entwicklungszusammenarbeit zu wenig. Und ein drittes Beispiel wäre der Bereich grüner Wasserstoff. Grüner Wasserstoff ist ein Energieträger der Zukunft. Da ist in der Entwicklungszusammenarbeit bisher passiert zu wenig, dass die Entwicklungsländer tatsächlich die wirtschaftlichen Potenziale für sie selbst aus dieser neuen Technologie entwickeln können.